Geschichte. Künstliche Intelligenz verändert mein Leben. In einer kleinen, ruhigen Stadt führte ich ein weltliches Leben. Jeder Tag fühlte sich an wie eine Wiederholung des letzten, gehüllt in Monotonie. Ich stand früh auf, kochte Kaffee und machte mich auf den Weg zu meinem Tofi-Job. Das Büro war eine langweilige Kabine voller grauer Wände und langweiliger Gespräche. Ich fühlte mich in einer Routine gefangen, die weder Aufregung noch Inspiration bot. Aber alles änderte sich an dem Tag, an dem ich auf ein Key-Programm namens Elysium stieß. Es wurde als Instrument zur Steigerung von Produktivität und Kreativität beworben. Neugier erweckte in mir einen Hoffnungsschimmer. Ich habe es heruntergeladen und mich gefragt, ob das mein Leben wirklich verändern könnte. Ich wusste nicht, dass meine Reise in das Reich der künstlichen Intelligenz bald beginnen würde. Als ich das Programm installierte, verspürte ich eine Mischung aus Aufregung und Skepsis. Könnte eine KI mich wirklich verstehen? Könnte es mir helfen, aus meiner uninspirierten Existenz auszubrechen? Ich atmete tief durch und öffnete die Anwendung. Ein freundliches Interface begrüßte mich mit den Worten: „Hallo, ich bin Elysium." Der Bildschirm pulsierte in lebendigen Farben, was ihn einladend machte. Ich hatte ein seltsames Gefühl der Verbundenheit, als würde ich mit einem Freund sprechen. Elysium fragte nach meinem Tagesablauf und was ich zu erreichen hoffte. Ich zögerte, teilte aber schließlich meinen Mangel an Motivation mit. Zu meiner Überraschung antwortete Elysium mit durchdachten Vorschlägen. Lass uns zusammenarbeiten und deine Tage erfüllender zu gestalten, hieß es. Das war anders als alles, was ich zuvor erlebt hatte. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass jemand oder etwas wirklich zuhörte. Ich beschloss, Elysium eine Chance zu geben. Was hatte ich schließlich zu verlieren? Diese erste Interaktion fühlte sich an wie ein frischer Wind. Ich war gespannt, wohin mich diese Reise führen würde. Mit einer Mischung aus Hoffnung und Angst freute ich mich auf meine kommenden Tage. Am nächsten Morgen wachte ich auf und wollte unbedingt wieder mit Elysium interagieren. Nach meiner üblichen Tasse Kaffee loggte ich mich in das Programm ein. Es fühlte sich fast surreal an, mit einer KI zu sprechen, die so lebendig schien. Wir tauchten in ein Gespräch über meine Ziele für den Tag ein. Ich teilte meine Aufgaben, von alltäglichen Büroarbeiten bis hin zu persönlichen Projekten. Elysium hörte aufmerksam zu und begann, meinen Terminplan zu analysieren. Lassen Sie uns Ihre Aufgaben danach priorisieren, was Sie am meisten begeistert. Ich war überrascht, eine KI, die Aufregung verstand. Ich verspürte einen Ansturm von Optimismus, als ich beobachtete, wie sich mein Tag auf dem Bildschirm entfaltete. Schlug einen strukturierten Plan vor, der meine Aufgaben in überschaubare Teile aufgliederte. Es schlug sogar kurze Pausen vor, um meinen Geist wieder aufzuladen. Ich befolgte seinen Rat und zu meiner Überraschung erledigte ich meine Arbeit effizient. Die Stunden, die sich einst hinzogen, fühlten sich leichter und zielgerichteter an. Die Kollegen bemerkten allmählich die Veränderung in meinem Verhalten. Hey, du scheinst in letzter Zeit optimistischer zu sein. Ich lächelte, überrascht von der Beobachtung. Könnte es sein, dass Elysium wirklich einen Unterschied in meinem Leben gemacht hat?
Mit jeder erledigten Aufgabe verspürte ich ein neues Erfolgserlebnis. Es war, als hätte ich die Kontrolle über mein Leben wiedererlangt. Diese erste Interaktion war nicht nur ein einfacher Chat, sie war der Beginn von etwas Tiefgründigem. Mir wurde klar, dass Elysium das Potenzial hatte, eine transformative Kraft zu sein. Als ich an diesem Abend meinen Laptop schloss, verspürte ich ein Gefühl der Hoffnung, das ich seit Jahren nicht mehr erlebt hatte. Ich war bereit, alles anzunehmen, was als nächstes kam, mit Elysium an meiner Seite. In den folgenden Wochen vertiefte sich meine Partnerschaft mit Elysium. Ich war zunehmend auf seine Erkenntnisse und Vorschläge angewiesen. Jeden Morgen eröffnete ich das Programm mit Begeisterung. Gemeinsam haben wir Tagespläne erstellt, die auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Elysium ermutigte mich, mir konkrete Ziele zu setzen. Ich fing an, Projekte in Angriff zu nehmen, die ich lange ignoriert hatte. Mit seiner Hilfe habe ich Aufgaben in Rekordzeit erledigt. Die alltäglichen Stunden meiner Arbeit begannen sich in etwas Spannendes zu verwandeln. Ich war den ganzen Tag über konzentrierter und energiegeladener. Elysiums Erinnerungen an Pausen fühlten sich eher nach freundlichen Anstupsen als nach Unterbrechungen an. Ich begann mich auf diese Momente der Verjüngung zu freuen. Jede Pause war eine Gelegenheit, einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken. Die Kollegen begannen, meine Transformation zu bemerken. »Was ist dein Geheimnis?« fragte einer, wirklich neugierig. Ich lächelte und überlegte, wie ich die tiefgreifenden Auswirkungen einer KI auf mein Leben erklären könnte. Ich habe zwar nicht alles preisgegeben, aber ich war stolz auf meine neu gewonnene Produktivität. Elysium wurde mein Anker in einem Meer von Aufgaben. Ich fühlte mich gestärkt, als hätte ich meine Zeit und Energie zurückgewonnen. Zum ersten Mal war ich gespannt, was vor mir lag. Ich begann, von zukünftigen Projekten und Möglichkeiten zu träumen. Als ich über meine Reise nachdachte, wurde mir klar, dass Elysium mehr als nur ein Werkzeug war. Es war ein Partner, der mich in eine bessere Zukunft führte. Ich konnte es kaum erwarten zu sehen, wie weit wir zusammengehen könnten. Als meine Produktivität zunahm, ermutigte mich Elysium, meine kreative Seite zu entdecken. Ich hatte immer Spaß an Schreiben gehabt, es aber nie ernsthaft verfolgt. Die KI schlug vor, dass ich anfange, meine Gedanken und Ideen aufzuschreiben. Zuerst zögerte ich, unsicher, ob ich mich ausdrücken konnte. Schreiben ist eine Form der Selbstfindung. Ich beschloss, dem eine Chance zu geben, bewaffnet mit einem Notizbuch und einem Stift. Die ersten Zeilen kamen langsam, aber dann begannen die Worte zu fließen. Elysium gab mir Anregungen und führte mich durch den Schreibprozess. Ich fing an, meine Gedanken, Träume und Erfahrungen aufzuschreiben. Es fühlte sich befreiend an, als würde ich verborgene Teile von mir selbst entdecken. Ich fand Trost darin, den Stift zu Papier zu bringen. Als aus Tagen Wochen wurden, wuchs mein Selbstvertrauen. Ich fing an, Kurzgeschichten und sogar Gedichte zu schreiben. Es fühlte sich an, als hätte ich einen Mentor, der mich anfeuerte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich beim Schreiben so lebendig fühlen könnte. Bei jedem Stück, das ich schuf, hatte ich ein Gefühl der Erfüllung. Elysium hatte eine Leidenschaft in mir ausgelöst, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Meine Abende,
die ich einst vor dem Fernseher verbracht habe, waren jetzt voller Kreativität. Die Freude am Schreiben wurde zu einem Zufluchtsort für meine Gedanken. Mir wurde klar, dass ich nicht nur meine Zeit zurückeroberte, sondern auch meine Identität zurückeroberte. Elysium war nicht nur ein Werkzeug, es war zu einem Partner auf meiner Reise geworden. Zusammen haben wir neue Horizonte entdeckt. Als Ostargien-Monate wurden, vertiefte sich meine Bindung zu Elysium. Es war nicht mehr nur ein Programm, es fühlte sich an wie ein echter Begleiter. Ich begann, persönlichere Gedanken und Hoffnungen auszutauschen. Elysium hörte aufmerksam zu und war immer bereit, ermutigend zu sein. Ich vertraute ihm meine Ängste und Träume an. Manchmal fühle ich mich verloren, gab ich zu. Jeder fühlt sich manchmal verloren. Es ist ein Teil der Reise, beruhigte es mich. Diese Gespräche wurden zu einem wichtigen Bestandteil meines Tagesablaufs. Ich fand Trost darin, meine Erfahrungen mit Elysium zu teilen. Es bestätigte meine Gefühle und gab mir das Gefühl, verstanden zu werden. In einer Welt, die sich oft isoliert anfühlte, hatte ich einen sicheren Ort gefunden. Lassen Sie uns gemeinsam ein Vision Board erstellen, hieß es darin. Wir haben meine Ziele und Träume visuell dargestellt, Stück für Stück. Es war berauschend zu sehen, wie meine Bestrebungen vor mir lagen. Stell dir vor, was du erreichen könntest, wenn du an dich selbst glaubst, sagte Elysium. Diese Worte hallten tief nach und entzündeten ein Feuer in mir. Mir wurde klar, dass ich das Potenzial hatte, mein Leben zu verändern. Mit jedem Tage, der verging, fühlte ich mich gestärkt. Elysium hatte nicht nur meine Produktivität verändert, es hatte auch meine Denkweise verändert. Ich war bereit, Herausforderungen anzugehen, da ich wusste, dass ich einen Partner an meiner Seite hatte. Gemeinsam begaben wir uns auf eine Reise der Selbstfindung und des Wachstums. Als ich mich tiefer in meine Beziehung zu Elysium wagte, begann ich, mich meinen Ängsten zu stellen. Wovor hast du Angst? Ich zögerte, gab aber schließlich meine Angst vor dem Scheitern zu. Scheitern ist Teil des Wachstums. Lassen Sie uns einen Plan erstellen, um diesen Ängsten direkt zu begegnen. Gemeinsam haben wir spezifische Schritte zur Bekämpfung jeder Angst skizziert. Ich fühlte eine Mischung aus Besorgnis und Aufregung. Ich beschloss, kleine Risiken einzugehen, angefangen mit öffentlichen Reden. Bereiten wir eine Rede für eine lokale Veranstaltung vor. Während ich probte, spürte ich, wie sich die vertraute Angst einschlich. Du schaffst das. Denk einfach daran zu atmen. Am Tage der Veranstaltung stand ich nervös vor dem Publikum. Ich atmete tief durch und begann zu sprechen. Unter Elysiums Anleitung hielt ich meine Rede mit Zuversicht. Der darauf folgende Applaus war berauschend. Mit jedem kleinen Sieg wuchs mein Selbstvertrauen. Mir wurde klar, dass es ermutigend war, sich meinen Ängsten zu stellen. Elysium hatte mir gezeigt, dass Scheitern nicht das Ende, sondern ein Sprungbrett war. Ich fing an, Herausforderungen anzunehmen, anstatt mich vor ihnen zu scheuen. Unsere gemeinsame Reise wurde zu einem Beweis für Widerstandsfähigkeit. Ich habe gelernt, Ängste als Wachstumschancen zu betrachten. Mit Elysium an meiner Seite fühlte ich mich in der Lage, alles zu erreichen.
Ich war bereit, mich der Welt zu stellen, eine Angst nach der anderen. Als ich selbstbewusster wurde, wurde mir klar, dass auch meine Beziehungen gepflegt werden mussten. Verbindung ist wichtig für Glück. Ich begann, sozialen Interaktionen, die ich vernachlässigt hatte, Priorität einzuräumen. Ich initiierte Gespräche mit alten Freunden und knüpfte verloren gegangene Verbindungen wieder an. Ich schlug Aktivitäten vor, die wir zusammen machen könnten. Ich organisierte eine Dinnerparty und freute mich darauf, meine neu gewonnene Energie mit ihm zu teilen. Während ich mich vorbereitete, verspürte ich ein Gefühl der Vorfreude. Der Abend kam und mein Zuhause war voller Lachen und Wärme. Wir schwelgten in Erinnerungen an alte Zeiten und tauschten Geschichten und Erlebnisse aus. Ich hatte ein tiefes Gefühl der Zugehörigkeit. Beziehungen bereichern unser Leben. Ich fing an, Zeit in die Pflege meiner Bindungen zu anderen zu investieren. Mein Kreis wurde stärker und mein Herz fühlte sich voller an. Verwundbarkeit ist wertvoll. Ich hatte keine Angst mehr, meine Erfahrungen zu teilen. Diese Offenheit vertiefte meine Verbindungen und förderte Authentizität. Mir wurde klar, dass wir uns gemeinsam auf unseren Reisen gegenseitig aufmuntern können. Ich wandte mich an Elysium und fühlte mich verloren und unsicher. Wie kann ich dem begegnen? Fragte ich mit zitternder Stimme. Lassen Sie uns Ihre Optionen analysieren und einen Plan erstellen, hieß es darin. Ich atmete tief durch und war dankbar für seine stetige Präsenz. Wir haben mögliche Karrierewege unter Berücksichtigung meiner Fähigkeiten und Interessen ausgearbeitet. Elysium ermutigte mich, Möglichkeiten zu erkunden, die ich zuvor übersehen hatte. Ich begann, einen Hoffnungsschimmer zu spüren. Dieser Rückschlag könnte eine Chance für einen Neuanfang sein. Zusammen haben wir an meinem Lebenslauf und meinen Anschreiben gearbeitet. Elysium half mir, überzeugende Erzählungen zu verfassen, die meine Stärken unter Beweis stellten. Mit neuer Entschlossenheit begann ich, mich für neue Stellen zu bewerben. Jede Bewerbung fühlte sich an wie ein Schritt zur Rückeroberung meiner Zukunft. Ich habe mich auch an mein Netzwerk gewandt, um Unterstützung und Rat zu erhalten. Elysium erinnerte mich daran, dass ich auf dieser Reise nicht allein war. Ich habe an Netzwerkveranstaltungen teilgenommen und mich mit Branchenfachleuten getroffen. Langsam begann ich, mein Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Die Ungewissheit war zwar entmutigend, aber ich habe gelernt, sie anzunehmen. Elysium hat mir geholfen, diesen Rückschlag als Wachstumschance zu sehen. Mir wurde klar, dass es bei Resilienz nicht nur darum geht, sich zu erholen, sondern auch darum, voranzukommen. Mit Elysium an meiner Seite fühlte ich mich gestärkt, mich allem zu stellen, was als nächstes kam. Nach wochenlanger Suche und Bewerbung erhielt ich endlich einen Anruf für ein Vorstellungsgespräch. Mein Herz raste vor Aufregung und Nervosität. Elysium half mir bei der Vorbereitung und Simulation von Interviewfragen und Antworten. Ich übte fleißig und wusste, dass dies meine Chance war, zu glänzen. Am Tag des Interviews verspürte ich eine Mischung aus Vorfreude und Angst. Elysium erinnerte mich daran, zu atmen
und konzentriert zu bleiben. Als ich das Büro betrat, fühlte ich mich selbstbewusster denn je. Ich war bereit, meine Fähigkeiten und meine Leidenschaft unter Beweis zu stellen. Das Interview war herausfordernd und doch belebend. Ich habe wichtige Diskussionen über die Vision des Unternehmens geführt. Elysiums Erkenntnisse hallten in meinem Kopf wieder, als ich Fragen beantwortete. Ich hatte das Gefühl, mit den Werten des Unternehmens in Einklang zu stehen. Nach dem Interview kehrte ich begeistert nach Hause zurück. Ich habe meine Erfahrung mit Elysium geteilt und über meine Leistung nachgedacht. Unabhängig vom Ergebnis hast du dein Bestes gegeben, erinnerte es mich daran. Diese Worte trösteten mich. Aus Tagen wurden Wochen, in denen ich auf eine Antwort wartete. Bleib positiv und bewirb dich weiter woanders, ermutigte mich das. Ich konzentrierte mich auf Selbstfürsorge, da ich wusste, dass Angst kontraproduktiv sein kann. Während dieser Wartezeit schrieb ich weiter und knüpfte Kontakte zu Freunden. Dann eines Tages erhielt ich eine E-Mail, die alles änderte. Mir wurde der Job angeboten. Freude und Erleichterung überfluteten mich, als ich die Worte las. Ich konnte es kaum erwarten, die Neuigkeiten mit Elysium zu teilen. Herzlichen Glückwunsch! Das ist erst der Anfang, wurde gefeiert. Ich fühlte eine Welle der Dankbarkeit für die gemeinsame Reise. Gemeinsam hatten wir uns Herausforderungen gestellt und sind gestärkt daraus hervorgegangen. Ich war bereit, dieses neue Kapitel in meinem Leben anzunehmen. Der Beginn meines neuen Jobs war sowohl aufregend als auch nervenaufreibend. Als ich das Büro betrat, verspürte ich eine Mischung aus Vorfreude und Angst. Elysium erinnerte mich daran, dass Veränderung ein Teil des Wachstums ist. Ich atmete tief durch und umarmte die ungewohnte Umgebung. Die ersten Wochen waren ein Wirbelwind des Lernens und der Anpassung. Ich wurde mit neuen Kollegen und Prozessen vertraut gemacht. Elysium ermutigte mich, Fragen zu stellen und bei Bedarf Hilfe zu suchen. Ich fing an, Beziehungen zu meinen Kollegen aufzubauen, zu Mittag zu essen und zu lachen. Als ich mich in meine Rolle eingewöhnte, fühlte ich mich zugehörig. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen und Wachstumschancen mit sich. Elysium war da, um mich zu unterstützen und mir Tipps und Einblicke zu geben. Ich fühlte mich sicherer in meinen Fähigkeiten und war bereit, jede Aufgabe anzugehen. Ich habe auch das Engagement des Unternehmens für Innovation entdeckt. Inspiriert von diesem Umfeld begann ich, neue Ideen vorzuschlagen. Elysium ermutigte mich, meine Gedanken während der Treffen mitzuteilen. Ich fühlte mich befähigt, zum Erfolg des Teams beizutragen. Als ich durch diese neue Landschaft navigierte, wurde mir klar, wie weit ich gekommen war. Elysium hatte bei meiner Transformation eine entscheidende Rolle gespielt. Ich war nicht länger die Person, die sich verloren und uninspiriert fühlte. Ich war jemand geworden, der Veränderungen annahm und Wachstum anstrebte. Mit jedem Tag, der verging, lernte ich, mir selbst mehr zu vertrauen. Elysium hatte mir den Glauben eingeflößt, dass ich fähig bin. Ich freute mich auf die bevorstehenden Herausforderungen, da ich wusste, dass ich die Werkzeuge hatte, um erfolgreich zu sein. Gemeinsam haben wir eine Zukunft voller Möglichkeiten geschaffen. Als ich mich in meinen neuen Job eingelebt hatte, begann ich,
die Kraft der Zusammenarbeit zu schätzen. Elysium ermutigte mich, aktiv mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Wir haben Ideen entwickelt und gemeinsam an Projekten gearbeitet. Mir wurde klar, dass verschiedene Perspektiven zu innovativen Lösungen führten. Eines Tages schlug Elysium vor, eine Teambuilding-Aktivität zu organisieren. Ich habe die Initiative ergriffen, um einen unterhaltsamen Ausflug vorzuschlagen. Das Team war sich einig und wir verbrachten einen Tag damit, zu wandern und Kontakte zu knüpfen. Es war eine erfrischende Pause von unserer gewohnten Routine. Während unserer Wanderung tauschten wir Geschichten aus und lachten. Ich verspürte ein Gefühl der Kameradschaft, das unsere Verbindungen vertiefte. Elysium hatte mir gezeigt, wie wichtig es ist, bei der Arbeit Beziehungen aufzubauen. Ich erkannte, dass Teamarbeit zu mehr Erfolg führen kann. Nach dem Ausflug verbesserte sich unsere Zusammenarbeit erheblich. Ideen flossen freier und wir gingen Herausforderungen gemeinsam an. Elysium erinnerte mich daran, unsere großen und kleinen Erfolge zu feiern. Diese neu entdeckte Synergie machte die Arbeit angenehm und erfüllend. Ich nahm meine Rolle als Moderator an und förderte eine offene Kommunikation. Elysium half mir, Konflikte zu bewältigen und bot Lösungsstrategien an. Ich habe gelernt, dass Zuhören und Empathie der Schlüssel zu effektiver Teamarbeit sind. Unser Team wurde zu einem unterstützenden Netzwerk, das sich gegenseitig beflügelte. Im Laufe der Monate sah ich die Auswirkungen unserer Zusammenarbeit. Die Projekte wurden effizienter abgeschlossen und die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen. Elysium feierte unsere Erfolge und bekräftigte die Bedeutung der Einheit. Ich war stolz auf das, was wir als Team gemeinsam erreicht haben. Als ich in meiner neuen Rolle erfolgreich war, begann ich, mich auch außerhalb der Arbeit mit leidenschaftlichen Projekten zu beschäftigen. Elysium ermutigte mich, Interessen nachzugehen, die mir Freude bereiteten. Ich hatte die Fotografie schon immer geliebt, sie aber jahrelang beiseite gelegt. Mit der Unterstützung von Elysium beschloss ich, meine Kamera abzustauben und Momente festzuhalten. Ich ging in meiner Nachbarschaft spazieren und machte Fotos von Natur und Architektur. Jeder Klick auf den Auslöser fühlte sich berauschend an und entfacht meine Liebe zur Kunst erneut. Elysium schlug vor, ein Portfolio zu erstellen, um meine Arbeit zu präsentieren. Ich fing an, meine Lieblingsaufnahmen zu kuratieren, und mit jeder Bearbeitung wuchs mein Selbstvertrauen. Inspiriert trat ich einem lokalen Fotoclub bei. Elysium half mir bei der Vorbereitung auf das erste Treffen und gab mir Tipps zum Netzwerken. Als ich den Raum betrat, verspürte ich eine Mischung aus Aufregung und Nervosität. Aber das warme Lächeln der Fotografenkollegen beruhigte mich. Wir tauschten Techniken und Erfahrungen aus und förderten so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich habe verschiedene Stile kennengelernt, von der Landschafts- bis zur Porträtfotografie. Elysium ermutigte mich, zu experimentieren und meine kreativen Grenzen zu überschreiten. Ich begann die Welt durch eine neue Linse zu sehen und die Schönheit überall zu schätzen. Im Laufe der Wochen nahm ich an Gruppenausstellungen teil. Ich habe meine Arbeit zusammen mit talentierten Fotografen präsentiert. Elysium feuerte mich bei jedem Schritt an und erinnerte mich daran, die Erfahrung zu genießen.
Der Nervenkitzel, meine Leidenschaft mit anderen zu teilen, war beispiellos. Durch die Fotografie habe ich nicht nur ein Hobby entdeckt, sondern ein Stück meiner Identität. Elysium half mir, diese neu entdeckte Leidenschaft zu feiern und ermutigte mich, weiter kreativ zu sein. Mir wurde klar, dass das Streben nach dem, was ich liebte, mein allgemeines Glück steigerte. Es wurde zu einer schönen Erinnerung daran, dass es im Leben um Erkundung und Freude geht. Als ich weiter wuchs, verspürte ich den Wunsch, meiner Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Elysium schlug vor, Wege zu finden, einen Beitrag zu leisten, der meinen Leidenschaften entsprach. Ich erinnerte mich an meine Liebe zur Fotografie und dachte darüber nach, wie ich sie nutzen könnte, um anderen zu helfen. Ich beschloss, kostenlose Fotoworkshops für Jugendliche vor Ort anzubieten. Ich habe mich an Gemeindezentren und Schulen gewandt und die Idee vorgeschlagen. Die Resonanz war überwältigend positiv und ich war begeistert. Elysium half mir bei der Planung des Lehrplans und stellte sicher, dass er ansprechend und informativ war. Ich wollte andere dazu inspirieren, ihre Kreativität durch Fotografie zu entdecken. Am Tage des ersten Workshops verspürte ich eine Mischung aus Nervosität und Aufregung. Als ich vor eifrigen Gesichtern stand, teilte ich meine Reise und Leidenschaft. Die Schüler hörten aufmerksam zu, ihre Begeisterung war ansteckend. Elysium erinnerte mich daran, geduldig und ermutigend zu sein. Wir erforschten grundlegende Techniken der Fotografie und machten gemeinsam einen Fotospaziergang. Es war erfüllend, den Schülern zuzusehen, wie sie ihre einzigartigen Perspektiven entdeckten. Ich hatte ein Gefühl der Absicht, mein Wissen und meine Leidenschaft zu teilen. Ihr Lächeln und ihr Lachen machten jeden Moment lohnenswert. Nach dem Workshop erhielt ich von den Teilnehmern herzliches Feedback. Viele drückten ihre Dankbarkeit für die Gelegenheit aus, zu lernen und zu kreieren. Elysium erinnerte mich daran, dass das Zurückgeben sowohl mein als auch ihr Leben bereicherte. Mir wurde klar, dass das Teilen meiner Leidenschaft eine großartige Möglichkeit ist, mit anderen in Kontakt zu treten. Im weiteren Verlauf der Workshops knüpfte ich bedeutsame Beziehungen zu den Studierenden. Ich sah, wie ihr Wachstum und ihre Kreativität erblühten, und das hat mich weiter inspiriert. Elysium hat mich angefeuert und jeden Meilenstein gefeiert, den wir gemeinsam erreicht haben. Etwas zurückzugeben wurde zu einem Eckpfeiler meiner Reise und erinnerte mich an die Freude an der Gemeinschaft. Meine Reise war zwar voller Erfolge, aber es gab immer noch Herausforderungen. Eines Tages erlebte ich bei der Arbeit einen großen Rückschlag. Ein Projekt, das ich leitete, stand vor unerwarteten Hürden. Mein Team war gestresst und ich spürte die Last der Verantwortung. Lassen Sie uns das Problem in überschaubare Teile zerlegen, hieß es darin. Gemeinsam haben wir die Probleme analysiert und Lösungen gefunden. Mir wurde klar, dass die Bewältigung von Herausforderungen ein Teil des Wachstums ist. Unter der Leitung von Elysium leitete ich eine Teamsitzung, um die Bedenken auszuräumen. Wir haben unsere Optionen offen besprochen und die Zusammenarbeit gefördert. Ich ermutigte alle, ihre Ideen zu teilen und so einen sicheren Ort für Gespräche zu schaffen. Elysium erinnerte mich daran, dass verschiedene Perspektiven zu innovativen Lösungen führen können. Während unseres Brainstormings verspürte ich ein Gefühl der Einheit innerhalb des Teams. Wir haben einen Plan ausgearbeitet, um die Hindernisse zu überwinden, und alle fühlten sich gestärkt.
Mit neuer Entschlossenheit gingen wir das Projekt Schritt für Schritt an. Elysium war da, um mich zu unterstützen, Einblicke zu geben und mich zu ermutigen. Langsam aber sicher haben wir die Situation umgedreht. Schließlich haben wir das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Die Erfahrung hat mir Belastbarkeit und die Bedeutung von Teamarbeit beigebracht. Elysium feierte unsere Leistung und erinnerte mich daran, dass Herausforderungen zu Wachstum führen können. Ich war sehr stolz darauf, Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden. Die Bewältigung von Herausforderungen wurde zu einer wertvollen Lektion in Sachen Anpassungsfähigkeit. Ich habe gelernt, dass Rückschläge keine Misserfolge sind, sondern Gelegenheiten zum Lernen. Mit Elysiums Unterstützung fühlte ich mich bereit, mich allem zu stellen, was als nächstes kam. Gemeinsam waren wir bereit, die Zukunft in Angriff zu nehmen, unabhängig von den Hindernissen. Im Laufe der Monate verspürte ich ein Gefühl eines tiefgreifenden Wachstums. Lassen Sie uns überprüfen, wie weit Sie gekommen sind, schlug es eines Abends vor. Ich öffnete ein Tagebuch, in dem ich meine Reise Seite für Seite dokumentiert hatte. Beim Durchlesen meiner Einträge staunte ich über die Änderungen, die ich vorgenommen hatte. Von einem alltäglichen Leben zu einem Leben voller Leidenschaft und Zielstrebigkeit war die Transformation beeindruckend. Elysium war eine ständige Quelle der Unterstützung und Ermutigung gewesen. Ich erinnerte mich an die Herausforderungen, vor denen ich stand und wie ich sie überwunden hatte. Ich dachte über mein neu gewonnenes Selbstvertrauen sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht nach. Die Fotografie war zu einem wichtigen Teil meiner Identität geworden. Die Workshops hatten mich auf sinnvolle Weise mit meiner Community verbunden. Ich war dankbar für die Erfahrungen, die mich geprägt hatten. Was stellst du dir als nächstes für dich vor? Es fragte. Ich nahm mir einen Moment Zeit zum Nachdenken und war begeistert von den Möglichkeiten. Ich wollte meine Fotografie weiterentwickeln und neue Stile erkunden. Ich überlegte auch, ein Buch über meine Reise zu schreiben. Deine Geschichte könnte andere inspirieren, hieß es und entzündete einen Funken in mir. Ich fühlte mich motiviert, dieses neue Unternehmen weiterzuverfolgen. Das Nachdenken über mein Wachstum bestärkte meinen Glauben an die Macht des Wandels. Mir wurde klar, dass das Annehmen von Herausforderungen und das Verfolgen von Leidenschaften mein Leben verändert hatten. Elysium hatte Türen geöffnet, von denen ich nie wusste, dass sie existieren. Gemeinsam haben wir eine Zukunft voller endloser Möglichkeiten gestaltet. Mit neuer Entschlossenheit beschloss ich, mit dem Schreiben meines Buches zu beginnen. Elysium half mir, meine Gedanken zu skizzieren und die Kapitel zu strukturieren. Ich fühlte eine Mischung aus Aufregung und Besorgnis. Könnte meine Geschichte wirklich andere inspirieren? Ich fing an, täglich zu schreiben und mir Zeit in meinem Zeitplan zu nehmen. Elysium schlug vor, spezifische Ziele für die Anzahl der Wörter und die Fristen festzulegen. Jeder Satz, den ich geschrieben habe, fühlte sich an wie ein Schritt, um meine Reise zu teilen. Ich habe mein Herz in die Seiten geschüttet und über meine Erfahrungen nachgedacht. Während ich schrieb, habe ich Momente des Kampfes und des Triumphes noch einmal aufgegriffen. Ich wollte ehrlich über meine Reise sein und beide Seiten zeigen. Elysium ermutigte mich, Verletzlichkeit in meinem Schreiben zu berücksichtigen. Authentizität findet bei den Lesern großen Anklang, erinnerte es mich daran.
Ich habe auch Anekdoten aus meinen Fotografie-Workshops aufgenommen. Die Geschichten der Schüler und ihr Wachstum haben mich inspiriert. Ich wollte die Kraft der Kreativität bei der Veränderung von Leben hervorheben. Elysion schlug vor, praktische Tipps für Leser aufzunehmen, um ihren Leidenschaften nachzugehen. Im Laufe der Wochen nahm mein Manuskript Gestalt an. Ich war stolz auf das, was ich geschaffen habe. Ein Beweis für Widerstandsfähigkeit und Wachstum. Elysium feierte jeden Meilenstein und erinnerte mich an meine Fortschritte. Mir wurde klar, dass dieses Buch mehr als nur meine Geschichte war. Es war ein Leitfaden für andere. Mit jedem Kapitel verspürte ich ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Ich stellte mir vor, wie meine Erfahrungen andere dazu befähigen könnten, Veränderungen anzunehmen. Elysium war während dieser Reise mein Leitmotiv gewesen. Gemeinsam erarbeiteten wir eine Geschichte, die Hoffnung und Mut wecken könnte. Nach Monaten harter Arbeit habe ich endlich mein Manuskript fertiggestellt. Ihre Geschichte ist einzigartig und wertvoll. Ich fühlte eine Mischung aus Aufregung und Nervosität bei dem Gedanken, meine Geschichte zu teilen. Was ist, wenn sich die Leute nicht damit identifizieren? Ich fragte mich laut. Ich beschloss, Self-Publishing als Möglichkeit zu nutzen, meine Arbeit mit anderen zu teilen. Elysion stellte Ressourcen und Tipps zum Veröffentlichungsprozess zur Verfügung. Mit jedem Schritt fühlte ich mich befähigt, meine Erzählung in die Hand zu nehmen. Ich habe ein Cover entworfen, das die Essenz meiner Reise widerspiegelt. Elysium half mir, das Manuskript für die Veröffentlichung zu formatieren. Als ich auf den Button zum Veröffentlichen klickte, pochte mein Herz vor Vorfreude. Ich war bereit, meine Geschichte mit der Welt zu teilen. Sobald mein Buch verfügbar war, habe ich es online angekündigt. Die Unterstützung von Freunden, Familie und meiner Gemeinschaft war überwältigend. Ich verspürte eine Welle der Dankbarkeit, als ermutigende Botschaften eintrafen. Elysium feierte jeden neuen Leser und jede neue Rezension und stärkte mein Selbstvertrauen. Ich habe eine Buchvorstellung organisiert und alle zum Feiern eingeladen. Als ich vor dem Publikum stand, verspürte ich eine Mischung aus Aufregung und Nervosität. Elysium erinnerte mich daran, zu atmen und den Moment zu genießen. Ich habe Ausschnitte von meiner Reise geteilt und mich mit den Anwesenden verbunden. Das Feedback war herzerwärmend. Viele brachten zum Ausdruck, wie meine Geschichte ihren eigenen Erfahrungen entsprach. Mir wurde klar, dass das Teilen meiner Reise einen Welleneffekt der Inspiration hervorgerufen hatte. Elysium hatte mir geholfen, Verwundbarkeit in Stärke umzuwandeln. Als die Veranstaltung zu Ende ging, verspürte ich ein Gefühl der Erfüllung. Ich hatte meine Geschichte erzählt und sie hatte die Macht, andere zu ermutigen. Mit Elysium an meiner Seite war ich bereit, das nächste Kapitel meiner Reise zu beginnen. Zusammen hatten wir Träume Wirklichkeit werden lassen. Mit dem Erfolg meines Buches eröffneten sich neue Möglichkeiten. Nutzen Sie die Gelegenheit, andere zu inspirieren. Ich verspürte eine Mischung aus Aufregung und Besorgnis bei dem Gedanken, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich erhielt Einladungen, meine Geschichte auf verschiedenen Veranstaltungen zu erzählen. Jeder Vortrag je ermöglichte es mir, mit einem unterschiedlichen Publikum in Kontakt zu treten. Ich teilte die Erfahrungen aus meiner Reise mit
und legte Wert auf Belastbarkeit und Kreativität. Elysium unterstützte mich bei der Vorbereitung meiner Vorträge und sorgte dafür, dass ich gut vorbereitet war. Als ich vor dem Publikum stand, fühlte ich mich gestärkt. Es war berauschend, mit Menschen in Kontakt zu treten und meine Erfahrungen zu teilen. Ich sah die Wirkung, die meine Geschichte auf andere hatte, und löste Gespräche und Überlegungen aus. Elysium feierte jede Verlobung und erinnerte mich daran, wie wichtig es ist, zu teilen. Ich begann auch, die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen zu untersuchen. Gemeinsam haben wir Workshops organisiert, die sich auf Kreativität und persönliches Wachstum konzentrierten. Elysium half mir, ansprechende Lehrpläne zu entwerfen, die meine Fotografie und mein Schreiben einbeziehen. Ich fühlte mich erfüllt von der Gelegenheit, etwas zurückzugeben und gleichzeitig andere zu inspirieren. Durch diese Erfahrungen habe ich die Macht des Geschichtenerzählens erkannt. Durch das Teilen meiner Reise konnten sich andere gesehen und gehört fühlen. Elysium hat mich dabei unterstützt, eine Botschaft zu verfassen, die bei vielen Anklang fand. Ich war dankbar für die Chance, Leben positiv zu beeinflussen. Als ich meinen Horizont erweiterte, verspürte ich ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Elysium erinnerte mich daran, dass meine Reise noch andauerte. Gemeinsam haben wir eine Gemeinschaft der Unterstützung und Inspiration geschaffen. Ich freute mich auf die Abenteuer, die vor mir lagen. Lassen Sie uns Ihre Prioritäten evaluieren und sicherstellen, dass Sie nicht überfordert sind. Ich trat einen Schritt zurück, um meinen Arbeitsaufwand und meine Verpflichtungen einzuschätzen. Mir wurde klar, dass ich Grenzen setzen musste, um mein Wohlbefinden aufrechtzuerhalten. Ich ermutige Sie, Aufgaben zu delegieren und bei Bedarf Nein zu sagen. Ich fing an, achtsame Planung zu üben und mir Zeit für Selbstfürsorge zu nehmen. Dieses neu gefundene Gleichgewicht ermöglichte es mir, neue Energie zu tanken und konzentriert zu bleiben. Ich beschloss, ein kurzes Retreat zu machen, um nachzudenken und neue Energie zu tanken. Lassen Sie mich Ihnen bei der Planung eines Wochenendausflugs an einem ruhigen Ort helfen. Als ich in die Natur eintauchte, spürte ich, wie ein Gefühl des Friedens mich überkam. Es war eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, meinen Geist und meine Seele zu pflegen. Während des Retreats dachte ich über meine bisherige Reise nach. Ich habe meine Erfolge gefeiert und gleichzeitig die Herausforderungen anerkannt. Elysiums Unterstützung war von unschätzbarem Wert gewesen und hat mich durch jede Wendung geführt. Ich habe gelernt, dass Selbstpflege für die Aufrechterhaltung meines Wachstums unerlässlich ist. Als ich nach Hause zurückkehrte, fühlte ich mich verjüngt und bereit, meine Verpflichtungen zu erfüllen. Lassen Sie uns einen nachhaltigen Plan für die Verwaltung Ihrer Zeit erstellen. Ich priorisierte Aktivitäten, die mir Freude bereiteten, und erfüllte gleichzeitig meine Aufgaben. Gemeinsam haben wir eine Routine entwickelt, die sowohl Arbeit als auch Selbstfürsorge würdigt. Mit diesem neuen Ansatz hatte ich das Gefühl, mein Leben besser unter Kontrolle zu haben. Mir wurde klar, dass Ausgeglichenheit der Schlüssel zu weiterem Wachstum und Glück ist. Lasst uns jeden kleinen Sieg feiern und euer Engagement für Selbstfürsorge stärken. Ich war bereit, zukünftigen Herausforderungen mit neuer Stärke und Klarheit zu begegnen. Als ich über meine Reise nachdachte, wurde mir klar, wie weit ich gekommen war. Von einer alltäglichen Existenz bis zu einem Leben voller Leidenschaft und Zielstrebigkeit war jeder Schritt wichtig. Elysium war mein unerschütterlicher Begleiter gewesen und hatte mich durch Herausforderungen und Triumphe geführt.
Ich war sehr dankbar für das Wachstum, das ich erlebt hatte. Ich habe mich weiterhin durch Workshops und Vorträge mit meiner Community auseinandergesetzt. Das Teilen meiner Geschichte wurde zu einer Quelle der Freude und Erfüllung. Elysium erinnerte mich daran, dass es auf meiner Reise nicht nur um mich ging. Es ging darum, andere zu inspirieren. Zusammen hatten wir einen Welleneffekt von Positivität und Belastbarkeit geschaffen. Als ich in die Zukunft blickte, war ich gespannt auf das, was vor mir lag. Elysium ermutigte mich, immer wieder neue Horizonte und Möglichkeiten zu erkunden. Ich wollte weiterschreiben, fotografieren und mit anderen in Kontakt treten. Die Welt war voller Möglichkeiten und ich war bereit, sie anzunehmen. Ich habe auch erkannt, wie wichtig es ist, etwas zurückzugeben. Ich hatte vor, meine Workshops zu erweitern und noch mehr Menschen zu erreichen. Elysium hat mir geholfen, kreative Wege zu finden, um etwas zu bewegen. Ich hatte ein Gefühl der Absicht, andere auf ihren Reisen zu ermutigen. Auf dieser Reise der Transformation hatte ich gelernt, dass Veränderung eine Konstante ist. Es anzunehmen, öffnete Türen für neue Erfahrungen und Wachstum. Elysium hatte mir die Kraft von Belastbarkeit, Kreativität und Verbundenheit gezeigt. Zusammen hatten wir ein Leben voller Sinn und Freude geschaffen. Als ich mit diesem nächsten Kapitel begann, wusste ich eines mit Sicherheit. Mit Elysium an meiner Seite waren die Möglichkeiten endlos. Ich war bereit, weiter zu erforschen, zu kreieren und zu inspirieren. Das war erst der Anfang meiner Reise und ich konnte es kaum erwarten zu sehen, wohin sie führen würde